Diese Firma, wenn du mich siehst in diesem Interview, es war schlimm. Du selber, du weißt. Und am Ende trotzdem haben sie mir eine der besten Zeugnisse gegeben. So bin ich dann auch Trainer geworden. Also, der schlimmste Job. Ich habe schon viele Scheißjobs so gemacht, aber Ich habe eine Reihe an Scheißjobs. Oh, da gibt's schon sehr viele schlimme Jobs, die ich gemacht habe. 40 Grad, mitten auf dem Bau. Sag das jetzt den Namen und du musst es piepen, okay? Geht das? Gastro. Willst du wissen, was ich jetzt mache? Gastro. Das Beste und Schlimmste, beides. On off. Ich kann nicht ohne und ich kann nicht mit ihr. Gastronomie, aber ich bin immer noch da drin. Ich habe noch nicht gearbeitet. Hat jetzt eigentlich auch noch keinen schlimmen. Habe ich eigentlich keinen, weil ich habe alle Jobs immer mit Motivation und voller Liebe gemacht eigentlich. Ja, aber am nächsten kommt dran, dass ich im Krankenhaus gearbeitet habe. Ich habe mal im Krankenhaus in der Küche gearbeitet und habe da gespült. Und immer wenn ich die Tabletts bekommen habe, war dann immer so Spritzen drauf. Und wenn man nicht richtig hingeguckt hat, mal reingegriffen. Also es war schrecklich. Boah, ich fand Zeitung austragen immer schlimm, ne? Also ich habe meiner Schwester immer geholfen. Damals fand ich das echt schlimm, ja. Zeitung austragen mit 12 Jahren oder so. Das erste Mal so richtig arbeiten und dann halt musstest du die ganzen Prospekte sortieren und dann noch ausliefern und so. Das war das Schlimmste, glaube ich. Ich habe in ein Krankenhaus in London Toiletten geputzt. Das skippe ich, weil sonst müsste ich lügen. Mein schlimmster Job war in einer Plastikfabrik. Da musste ich irgendwelche Mülltonnen zusammenbauen und der Druck da war immens. Hopp, 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 musste immer schnell sein. Hatte ich keinen Bock drauf, nach einer Woche bin ich weg. Ich habe keinen Job. 10 halt so einmalige Aufträge. Das war Zeitverschwendung. Ich hatte eigentlich keinen schlimmen Job bisher. Waren alle okay. Ich habe wenige Jobs gemacht bisher. Das ist vielleicht ein Vorteil. Ich habe deshalb wenig schlechte Erfahrungen machen können. Hatte ich keine. Ich mag alle meine Jobs, die ich bis jetzt gemacht habe. Kasse, Teegut. Genau in Teegut oder einfach generell Kasse? Generell Kasse im Einzelkaufhandel. Ganz schlimm. Hatte ich eigentlich nicht. Teller waschen war nicht so geil, aber ging auch klar. Manchmal Lieferservice, wo bergauf und schwerer Rucksack, so Sachen. Ohne E-Bike. Oh, ich habe ein Praktikum bei diesem Autohaus gemacht. Autohaus nix, zum Kfz-Mechatroniker. Ey, die haben mich nur Reifen wechseln lassen, die unglaublich. Kellner, ich hasse Fake-Lachen. Ich war unter Stress und dann ich musste immer, wenn ich den Kunde gesehen habe, ich musste immer lachen. Diese Fake-Lachen habe ich gehasst. Alles, was ich gemacht habe, habe ich mit Liebe gemacht. Also es hat keinen Job gegeben, der ich ungern gemacht hätte ich auch nicht gemacht. Kellnern, ich hasse Kellnern, ich kann es einfach nicht. Und ich hatte auch einen sehr, sehr schlimmen Chef, der über jede Scheiße gemeckert hat. Und ich bin sehr tollpatschig, ich lasse immer Sachen fallen. Kellnern, auf jeden Fall, schlimmste Job. Sonst gar nicht alles machen. Ich habe eine Zeit lang gekellnert, also Event-Kellnering. Ich fand generell die Arbeit nicht schlimm. Ich fand aber die Menschen, die man kellnern, die man kellnern musste, die fand ich eher schlimm, weil die nach einiger Zeit betrunken wurden und dann ein bisschen aufdringlich wurden. Ist so? Abonniert scharf. Einmal in einer Messe in Kolumbien habe ich für argentinische Pavillon gearbeitet in einer Firma für Babyprodukte. Wahlhelfer bei einer Wahl in Hamburg, weil man morgens sehr früh aufstehen musste und abends dann auch lange saß und die Sachen ausgezählt hat. Aber war auch eine Erfahrung. Okay, ganz kurz Zeit. Ich sage jetzt glaube ich nicht von wem oder wo das war. Ja, du kannst auch einfach vielleicht auch beschreiben, wenn du willst. Ja, weil ich will jetzt nicht sagen, und dann schauen die das und sind so. Ich musste mal in einem Laden Produkte einräumen und ich musste das nicht mal lange machen, aber ich fand es richtig anstrengend und ich fand es richtig nervig. Der Laden war jetzt nicht so cool, es war alles so ein bisschen unordentlich. Das war wirklich sehr, sehr nervig. Ich hatte eine Mitarbeiterin, die war echt langsam. Ja, es war schon ziemlich nervig. Schlimmster Job? Ich hatte einmal als Werkstudentin gearbeitet und es war so langweilig. Oh mein Gott. Ja, sie ist ein Werkstudent, sie kann alles machen. Ich war so, yo. Das war alles so mit Filing und Kartons einfach so zu nehmen und keine Ahnung, obwohl das war im HR-Bereich und ich wollte wirklich so was mit HR machen und dann dachten sie, ja, die ist die neue Werkstudentin und eine Mitarbeiter wirklich, oh mein Gott. Sie war im Urlaub, sie wollte einfach ihren Job nicht machen, ja, und sie wollte ein paar solche Akte raussuchen und die waren in Kartons, die müssten irgendwie archiviert in eine große Lager und sie hatten die Kartons bestellt und wir sollten aus 10 Kartons, keine Ahnung, 10 Blättern aussuchen und dann muss ich wirklich durch jeder Karton suchen, ob ich dieses Blatt finden kann oder nicht und das war eigentlich ihr Job und weil sie auf Urlaub war,
Ja, sie hatte keine Zeit und sie wollte auch innerhalb einer Woche nochmal Urlaub machen. Und deswegen wollte sie mich, weißt du, da haben, um ihr zu helfen, obwohl ich mit ihr gar nichts zu tun habe. Ja? Sie war nicht in meinem Team, die war wirklich nichts, aber die war so, oh, wir haben eine Werkstudentin, let's bring her over, weißt du, so war's. Und dann am Ende war ich so, oh mein Gott. Und mein Manager, der hat gar nicht gemacht, der meinte, ja, hilf sie. Und am Ende war ich so, you know what, kündigen. Ich war so, das ist scheiße, Bezahlung war scheiße, ich lerne nichts, das ist respektlos. Ich war so, okay, ciao, ich bin raus von hier. Und am Ende habe ich so explizit das gesagt, ja, ich habe gekündigt wegen dieser Frau. Und das war respektlos, also das habe ich wirklich so am Ende alles gesagt. Und am Ende trotzdem haben sie mir eine der besten Zeugnisse gegeben. Keine schlimmen Jobs gehabt, also alle in eigener Art sehr gute Jobs. Coffee Fellows. Ich will nicht drüber reden. Ich will niemanden outen. Grundsätzlich kann ich sagen, dass es gar nicht mal die Tätigkeit war, sondern eher das Umfeld, die Kollegen. Ich habe mal ein Praktikum im Kindergarten gemacht. Das war hart. Das war hart. Ich würde da nicht arbeiten. Also Respekt an die Erzieher. Echt. Was war der schlimmste Job, den du je gemacht hast? Bruder, Lager. Lager. Yo, Lager. Boah. Yo, es ist Trauma für mich. Guck mal, ich hab. Yo, Lager. Yo. Nein, ich möchte reden. Guck mal, ich habe Vollzeitjob gemacht, aber in diesem Moment, das war Minijob. So, ich sollte auch Minijob machen. Diese Lagerdings war zwei Stunden und ich hatte einen Vollzeitjob danach oder Teilzeit. Egal, dieser Lagerjob, 2 Stunden war schlimmer als mein 8 Stunden Night. Yo, manchmal ich war verrückt, ich sag, nach diesem Lager gehe ich ins Fitnessstudio. Ich stehe auf dieser Laufbahn, ich konnte nicht mehr nach 10 Minuten, da bin ich wieder nach Hause. Aber diese Lager, ich möchte diese Firma sagen, aber ich zustimme. Jo, 2 Stunden, jo, diese Firma, wenn du mich siehst in diesem Interview, es war schlimm. Du selber, du weißt, warum arbeiten Männer immer noch, bitte benutzt diese KI oder Maschine für diese Jobs, zu schlimm. Lagerist. Reicht, komm, reicht! Boah, schlimmste Job war im Lager. Da habe ich so in so einem Bücherlager gearbeitet. Da mussten wir so Sticker rauskratzen. Das war ganz ekelhaft. 8 Stunden, ich weiß nicht, wie die Leute das machen. Als Runner gearbeitet im Service. Ich habe auch auf der Baustelle gearbeitet, auch ein Ferienjob. War alles nicht so wirklich schlimm. Kollegen waren cool. Warte, doch. Als ich in der Ausbildung war, kaufmännische Ausbildung habe ich gemacht, da war ich bei einem Behindertenwerk, also bei der Verwaltung von denen. Die Menschen dort, ich konnte die nicht leiden. Also nicht die kognitiv eingeschränkten Menschen, die da auch in der Werkstatt waren. Die waren super. Ich habe mit denen gechillt. Habe ich mich zu denen gesetzt im Pausenraum. Ja, war mir viel lieber als mit den Wichsern aus dem Büro. Aber das Gute daran war, ich habe dann meinen Ausbildungsbetrieb gewechselt, habe dann in einem Fitnessstudio meine Ausbildung zu Ende gemacht. So bin ich dann auch Trainer geworden. Also, dank den Idioten von der Verwaltung habe ich dann zu meiner Berufung gefunden. Vielleicht wäre es auch noch anders gegangen, aber kam ich erstmal dazu, den Ausbildungsort zu wechseln. Da gibt's mehrere. Ich habe mal bei Subway gearbeitet, ich habe mal bei Aldi gearbeitet. Habe ich das nicht beim letzten Mal? Irgendwie habe ich im Kopf, dass ich das beim letzten Mal... Wenn du bei Subway arbeitest, dann ist deine Berufsbezeichnung nicht Servicekraft oder so, sondern in deinem Vertrag steht drin, du bist ein Sandwich-Artist. Wollen die mir damit irgendwie ein besseres Gefühl geben, so, dass ich ein Sandwich-Künstler bin? So, I don't know. Also Subway war nicht geil, Aldi war auch nicht so geil, Alter. Regale einräumen, wenn du morgens von 6 bis 8 Uhr Regale einräumen, du hast vielleicht noch nicht richtig gefrühstückt und räumst diese ganzen Sachen da rein und denkst so, hätte ich jetzt Bock auf das und das und das, aber du musst noch arbeiten. Subway, Aldi, scheiße. Aldi zahlt gut. Einer der interessantesten Jobs war, ich habe mal in einem Headshop gearbeitet, weißt du, wo du so Rauchzubehör, Papes, Pfeifen, Bongs verkaufst, ne? Das war witzig, das war ganz lustig. Keinen, also I pass. Also so einen richtig schlimmen Job hatte ich noch nicht zum Glück, aber ich hatte einen Job, wo ich mich halt gar nicht mit meiner Chefin verstanden habe, wo ich gefragt hatte, ob ich gewisse Sachen machen soll und mir wurde gesagt nein. Und dann habe ich es nicht gemacht und habe dafür Ärger bekommen, obwohl ich vorher gefragt hatte, ob ich es machen soll. Der schlimmste Job, ich habe ein paar schlimme Jobs auf jeden Fall schon gehabt, aber ich würde sagen, mit einer von den negativsten war meine Ausbildung gewesen. Ich habe eine Ausbildung, auch wenn man es nicht denkt, zum Kfz-Mechaniker damals gemacht, weil mir die angeboten wurde. An sich hat es schon Spaß gemacht, aber die Sache war halt, also bei uns in der Werkstatt, das waren halt sehr viele alte, weiße, deutsche Männer und die
keine Ahnung, da war halt so dieser Vibe. Wurde nur am Leben rumgemeckert den ganzen Tag. Dann, wenn mal ein ausländischer Kunde kam, wurde irgendwelche dummen Sprüche über ihn gemacht, weil er Ausländer ist und so ein Zeug. Und das war halt absolut nicht mein Vibe. Deswegen, ich habe mich da gar nicht wohlgefühlt. Mir war auch von Anfang an schon klar, sobald diese Ausbildung fertig ist, werde ich da auch nicht mehr hin, werde ich den Beruf auch nicht mehr ausüben. So. Nö, gibt's irgendwie keinen, der jetzt wirklich richtig scheiße war, glaube ich. Nächste Frage. Der schlimmste Job, also ich hatte eigentlich keine schlimmsten Jobs. Es kommt halt drauf an, mit was für einem Team du arbeitest, wie die Atmosphäre ist mit den Mitarbeitern und zwischen den Kolleginnen und Kollegen, ja. Boah, ich war einmal mal so im Fitnesscenter auf jeden Fall gearbeitet, für 1 Monat, direkt wieder rausgegangen. Einmal in der Gastro, scheiß Bierfässer, rumschleppen im Stadion von Lager, Alter. Ja, 14-Stunden-Schichten in der Gastro auch normal. Oh, Junge, ich hab mal Zeitungen ausgetragen. Ich konnte das nach 2-3 Mal nicht mehr machen. Dieses einmal unter der Woche um 3 Uhr aufstehen, mit einem Auto durch die Gegend fahren und es war total aufwendig, wie die mir die Adressen gegeben haben. Du musstest selber eine neue Route immer kalkulieren, wo du was abwerfen musstest und ich war da immer so fertig und so fix. Dann haben die auch gefühlt erst verspätet ihren Gehalt überwiesen. Ey, ich habe eine Reihe an Scheißjobs, oder? Vor kurzem so die ganze Zeit irgendwie die Probezeitmasche, Probearzt. Was macht ihr? Ey, während ich hier drehe, ist der Bre auf Tinder und er sagt sowas wie, würdest du beim ersten Date schlafen? Das war während meinem Abitur, da habe ich es war von so einer Drittanbieterfirma, habe ich in Supermärkten verräumt. Letztendlich war dieser Job auch nur schlimm, weil halt dieser Vorgesetzte von dem Supermarkt sehr respektlos den Mitarbeitern gegenüber war. Aber sonst hatte ich eigentlich noch keine schlechten Jobs. Baustelle. Das ist so ekelhaft, ne? Ich schwör's halt. 40 Grad, mitten auf dem Bau. Georg kommt gar nicht. Glaubt's mir. Was ich mit dem Geld gemacht habe, gesoffen wie ein Irrer. Ich habe mal in einem Getränkemarkt gearbeitet, das war nicht so geil. Aber ich glaube, es gibt schlimmere Jobs. Was war der schlimmste Job, den du je gemacht hast? Amazon. Shoutout zu Amazon. Gekündigt vor 2 Tagen. Ich war Paketsortierer. Am ersten Tag, man sagt mir, also musste ich bei dem Sortierzentrum arbeiten, 8 Stunden stehen, also mit einer halben Stunde Pause. Man verlangt von dir, dass du 100% arbeitest für 8 Stunden straight. Deswegen die ersten beiden Wochen, wo ich da war, waren wirklich eine Hölle, weil nach jeder Schicht, weil ich arbeite da in der Frühschicht von 6:30 Uhr bis 14:30 Uhr und die ersten beiden Wochen waren hart und danach noch Training. Das war wirklich jeden Tag Leg Day, that's tough. Amazon würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Shoutout zu Amazon. Ja, aber es hat ein easy way, schnell Geld zu verdienen. Als ich meine Ausbildung als Restaurantfachmann angefangen habe in dem Hotel. Aber ansonsten hat sich alles eher so nach der Zeit entwickelt. Ich habe eigentlich immer Spaß gehabt bei der Arbeit. Am Anfang zumindest. Ist man gefeuert, wenn man nicht mehr hingeht? Hier um die Ecke. Ich sag das jetzt, den Namen, und du musst es piepen, okay? Geht das? Ich war eigentlich eingesetzt, dass ich in Castell arbeite, also bei mir in der Nähe, in Mainz. Dann haben die mir am zweiten Arbeitstag gesagt, ja, du musst in Frankfurt, ich sag jetzt auch nicht, wo das ist, weil sonst weiß wo du wohnst, in Frankfurt arbeiten. Und ich so, ja okay, 1-2 Wochen, dann wurden es 2-3 Monate. Und ich musste so Sachen machen, für die ich überhaupt nicht ausgebildet war. Ich musste so Leuten so Urintests abnehmen und so, weißt du, ich hab gar keine Ahnung davon. Mussten mit denen so Tests machen, so LKW-Tests, wie LKW-Fahrer reagieren und so. Das war der schlimmste Job. Mit Zeitung austragen, das war auch richtig scheiße, ja. Das war nicht gut bezahlt. 12 € die Stunde oder so, ein Maniac-Job war das. Ist man gefeuert, wenn man nicht mehr hingeht und sich sozusagen abmeldet, schon im Kopf, aber man wird dann gefeuert? Meiner Meinung nach, man wird nicht gefeuert dann. GEZ-Gebühren? GEZ, raus mit der Kohle. Was sind die GEZ-Gebühren? Was war das nochmal? Was für Gebühren? Was sind GEZ-Gebühren?